Rüde Oskar kommt aus dem Tierschutz. Seit fast einem Jahr lebt er bei Tina Stützinger. Trifft der Rüde auf andere Hunde, gibt es ein Problem. Es gab Zeiten, da habe ich mich total überfordert gefühlt. Auch viele schlaflose Nächte schon gehabt. Ich konnte das auch nicht einordnen und habe gedacht, warum macht er das jetzt? Jawohl. Tina hat sich Hilfe geholt bei einer Hundetrainerin. Jetzt klicken. Super. Bei Oskar liegt ganz klar das Problem, dass er gerne zu Hunden hin möchte, aber durch die Leine gehindert wird. Und dann entsteht Frust und aus Frust wird Wut, aus Wut wird Aggression und da haben wir die Leinenaggression. Junghunde und ihre BesitzerInnen im Gruppentraining. Wenn Mensch und Tier kommunizieren wollen, müssen sie das lernen. Wenn diese Handgeste kommt, dann müsst ihr aufpassen, dass die Hunde nicht sagen, okay, da hinten geht's weiter. Denn der Hund soll nicht weglaufen. Ich lasse hier wirklich meine Hand wie so ein Magnet vor dem Hund. Er soll den Gesten und der Körpersprache des Menschen freiwillig folgen. Gar nicht so einfach. Genau. Hunde kommunizieren selber sehr viel über Körpersprache, ne, über Mimik, Gestik. Und die Menschen neigen leider dazu, viel zu reden, was bei den Hunden dann als bla 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 ankommt. Und die Hunde können dann nicht mehr herausfiltern, wann geht's wirklich um mich Hund. Aber wie funktioniert nun die Verständigung? Der Hund als bester Freund und unser ältestes Haustier kommuniziert nicht nur durch Bellen. Katzen sind eigentlich immer noch Wildtiere und doch zeigen sie sehr eindeutig, was sie von ihrem Menschen wollen. Und das Pferd als Fluchttier hat eine hochsensible Wahrnehmung und eine ganz eigene Körpersprache. Pferde spüren sehr genau, wie der Mensch sich gerade fühlt. Diese drei sind die Lieblingstiere des Menschen. Und was sind wir für sie? Hund, Katze, Pferd können schon unterscheiden, dass wir kein Hund, keine Katze und kein Pferd sind. Also die nehmen uns schon als Mensch wahr. Dr. Villa Bonnet ist Verhaltensforscherin. Auf ihrem Hof hält sie selbst 2 Katzen, einen Hund und 2 Pferde. Dass diese Tiere uns als Zweibeiner akzeptieren, wird schon früh in der Entwicklung geprägt. Wenn die noch ganz jung sind, dann haben die so eine bestimmte sensible Phase, wo sie eben auch ihre Sozialpartner kennenlernen. Normalerweise wären das natürlich arteigene Sozialpartner. Aber wenn wir als Mensch damit ins Spiel kommen, dann lernen die uns auch gleich als, ich will jetzt nicht sagen vollwertigen Sozialpartner kennen, aber wir sind halt Lebewesen, die einfach mit dazugehören. Sich gegenseitig zu verstehen, bleibt trotzdem kompliziert und braucht viel Erfahrung. Man sollte nicht versuchen, mit seinem Pferd irgendwie zu trainieren, wenn man selber angespannt ist, keine Zeit hat, in Hektik ist. Bei sehr sensiblen Pferden, da ist das dann so, die haben dann gar keine Lust, mit den Menschen irgendwas zu machen, weil die Situation einfach unangenehm finden. Alessa, bring's mal her. Oben. Danke. Die Kommunikation in der tierischen Familie Bonnet funktioniert anscheinend ganz gut. Sogar mit Kater Seneca. Katzen sind ja eigentlich mehr dämmerungs- und nachtaktiv und dann laufen die nachts durch die Wohnung, der Besitzer schläft aber und dann versuchen die auch die Aufmerksamkeit zu wecken. Dann fangen die auch an zu miauen und das steigern die dann immer mehr und mehr, wobei die natürlich vom Besitzer auch immer ein positives Feedback bekommen, weil irgendwann nervt es dann so sehr, dass der Besitzer aufsteht, die Tür aufmacht und, was weiß ich, mit seiner Katze schimpft. Was der Katze in dem Moment aber ziemlich egal ist, weil die hat dann halt die Aufmerksamkeit und Abwechslung und Beschäftigung, also alles das, was sie haben wollte. Dabei verhalten sich Mensch und Tier manchmal sogar ähnlich. Vor allem, was die Körpersprache betrifft. Mich fasziniert das total, dass es da so Gemeinsamkeiten in der Kommunikation zwischen Tieren und Mensch gibt. Das Imponieren. Ja, also dieser Rüde, da ist auf der anderen Seite vom Zaun ist eine Hündin, die gefällt ihm sehr gut. Also macht sich ganz groß, ne? So, und was man aber sehen kann, ist, der guckt diese Hündin nicht direkt an. Und das würden wir auch nicht machen. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt hier so sitze oder ob ich jetzt meinen Kopf wende und direkten Blickkontakt aufnehme. Ja, weil das sieht dann nämlich eher bedrohlich aus. Und das will man ja, der will ja hier Kontakt zu dieser Hündin haben, ja? Also der will sich ja nur schön machen. Und wie läuft das in der Hundeschule? Finden Mensch und Hund hier eine gemeinsame Sprache? Also er versteht unsere Sprache nicht. Das funktioniert nicht. Was er lernen kann, sind einzelne Wörter mit Handlungen zu verknüpfen.
Wenn der Mensch Regeln vorgibt, welche festlegt, vorgibt und die einhält, also konsequent ist, dann kann der Hund sich auch an die Regeln halten. Und dann kann es funktionieren. Wer ein Tier besitzt, sollte nie vergessen, dass es zwar sehr genau wahrnimmt, was es von uns sieht und hört, aber nicht unbedingt versteht, was wir gerade meinen. Auch wenn der Wille zur Verständigung meistens da ist. Mittlerweile sind wir einfach so ein dickes Team, wir zwei, dass ich sage, wir gehören zusammen und wir kriegen das hin. Mit der Einstellung ganz sicher. In der nächsten Folge geht es um ehemalige Tiernotfälle, die in Hanau ein Zuhause mit viel Herz gefunden haben. Eine Oase für verstoßene Tiere.